Moin Leute, wir haben gut geschlafen hier. War echt relativ ruhig, auch wenn die Straße relativ nah ist. Und jetzt geht's gleich weiter. Jetzt geht's in Richtung Utiel. So Leute, wir sind im nächsten Ort angekommen. Sinarcas. Oder so ähnlich. Und wir sind immer noch über 1000 Höhenmeter. Also 1000 Meter über den kalten Meeresspiegel. Hier haben wir nochmal den letzten Blick auf Sinarcas. Also von da hinten irgendwo kamen wir her und sind dann hier nach Sinarcas geradelt, waren dann da beim Supermarkt und jetzt sind wir hier auf dem Weg zu einem netten See, wo es auch einen Campingplatz geben soll. Mal gucken, ob wir da hingehen. Auf jeden Fall geht's zum See. Ja, wir haben jetzt noch, ich weiß gar nicht, kurz mal nachrechnen, 6, 7, 8 Tage bis zum House-Sit. Und naja, das sind nicht mehr viele Kilometer. Also theoretisch könnten wir das morgen, übermorgen bis nach Valencia schaffen. So weit ist das gar nicht mehr entfernt. Deshalb müssen wir jetzt gucken, ob wir noch irgendwo ein paar Nächte bleiben oder noch einen größeren Umweg machen. Aber es ist doch ganz schön hier. Es war eine richtig gute Entscheidung, den Umweg hier rüber zu machen. Also echt beeindruckend, wie das auf über 1000 Höhenmeter so aussieht. Das sieht aus wie direkt am Meer. Apropos House-Sit, wir haben dann noch eine richtig coole Nachricht an euch. Ist auch ziemlich neu gerade bei uns. Und zwar... Der House-Sit hat sich einfach mal um 10 Tage verlängert. Geil, oder? Insgesamt 19 Tage in einer spanischen Finca mit Pool. Und das bei diesen heißen Temperaturen, ne? Richtig cool. Haben wir richtig Zeit zum Entspannen, können ein paar Mal nach Valencia, schön essen gehen, mit den Tieren Spaß haben und arbeiten. Und im Pool vielleicht mal baden. Ja, und vielleicht finden wir ja das Leck von der Luftmatratze. Hoffentlich. Es war diese Nacht ganz schön ungemütlich. Noch 14 Kilometer bis zum See. Jetzt sind wir hier irgendwo mitten im Wald, auf einem Berg von den Kieswerken. Und die Wege, die eingezeichnet sind online, die gibt es gar nicht mehr so, wie die jetzt sind. Naja, wir werden schon irgendwie einen Weg finden. So, da waren gerade welche aus dem Auto von den Kieswerken. Die haben uns jetzt nochmal gesagt, wo wir lang können. Und jetzt hoffen wir, dass das stimmt, was die sagen. Nicht, dass wir irgendwo in der Sackgasse landen und dann den ganzen Scheißweg wieder zurück müssen. Ja, da vorne geht's gleich runter und dann mal gucken, wo wir rauskommen. Das kann doch nicht der offizielle Weg sein, oder? Ann-Kathrin navigiert mit Google Maps als Auto. Also sie hat angegeben, sie fährt mit einem Auto. Aber ich meine, da ist ein Campingplatz, ein offizieller Campingplatz. Da fahren doch auch Camper hin und so. Die fahren doch nicht hier durch, oder? Ja, geiler Weg. Wow. Jo, so sieht's hier aus. Hier wird weiter gebaggert. Oben und unten. Da hinten ist Ann-Kathrin und da wird's ein bisschen natürlicher. Oh,
Da sollte der Weg eigentlich besser werden. Kurze Pause im Schatten. Ja, das muss sein. Es war ganz schön anstrengend, diesen Berg hier. Und da ist eine richtig schön geteerte Straße. Naja, ist doch ein Schotterweg, ne? Aber es sieht besser aus als da, wo wir gerade herkamen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier irgendwo ein See oder ein Campingplatz ist. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Nur Berge und Wald. Einen wunderschönen guten Morgen. Buenos dias. Da steht unser Zelt und hier sind viele, viele Mülltonnen. Ja, haben wir nicht weit, den Müll zu entsorgen, ne? So kann es auch gehen, ey. Das war ein Ding gestern. Unglaublich. Also, Ann-Kathrin hatte die Idee, spontan zu einem See und dann zu einem Campingplatz und naja, es war ganz schön anstrengend wieder, da über die Berge. Ihr habt es ja gesehen, es war wunderschön. Wenn es wunderschön ist, ist es meistens auch sehr anstrengend, wisst ihr ja. Und dann hatten wir irgendwann schon keinen Bock mehr und dann fing das Gewitter an. Also ganz, ganz langsam, aber wir hatten halt Pause gemacht, was gegessen, hatten dann noch die grüne Plane über die Fahrräder gespannt und ja, ein bisschen entspannt. Und dann wurde das Gewitter heftiger. Ja, das hat ordentlich geknallt und geblitzt und geregnet. Wir haben versucht, alles trocken zu halten. Hat mehr oder weniger geklappt. Aber ihr seht, wir sind am Sachen trocknen. Ein bisschen ist doch nass geworden. Naja, da konnten wir leider nicht bleiben, weil um uns herum war alles klitschenass gewesen und wir hatten Angst, wenn es denn nochmal regnet, dass dann irgendwas runterkommt oder so. Oder wir nachher total verdreckt sind und dann sind wir im Stockdusteren noch los. Mit Kopflampe, hier durch die Berge. Da waren überall diese Schotterwege und links ging es immer mal ein paar Meter bergab. Sehr, sehr gefährlich. Dann haben wir so 2, 3 Geländewagen gesehen, die haben wir angehalten, gefragt, wo es denn hier zum Campingplatz geht. Und die haben so getan, als wenn die nicht wüssten, dass es hier einen Campingplatz gibt. Obwohl es hier einen gibt. Der ist da unten irgendwo. Und dann haben wir nachher, weil wir auch nicht navigieren konnten mit dem Handy, hier ist überhaupt kein Empfang oder ganz, 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 ganz schlechter Handyempfang. Ja, haben wir dann den falschen Weg genommen und sind dann hier rauf, haben uns dann gewundert, kein Campingplatz. Ja, und dann haben wir hier spontan diese Fläche gesehen, die dann ideal war, weil hier nicht so viel Sand liegt, sondern eher so ein bisschen Schotter. Und dann haben wir da hinten das Zelt aufgebaut. Ja, wir waren mit dem Nerven am Ende. Das war ganz schön krass. Also es geht jetzt hier hinauf, dann irgendwie rechts und dann ja, über die Berge. Bis Utiel sind es um die 400 Höhenmeter. Naja, geht, ne?
Aber es ist trotzdem anstrengend, glaube ich. Also als ich den Weg rausgesucht hatte, habe ich nicht gedacht, dass wir so schlechte Wegverhältnisse hatten gestern oder hätten. Und die waren echt richtig schlecht, habt ihr ja gesehen. Sind ja auch einmal durch so eine riesen Kieskuhle durchgefahren. Aber wir durften da irgendwie doch langfahren. Und sind dann ja hier in den See ran und ich dachte jedes Mal, okay, der Weg wird bestimmt gleich besser und dann hat man immer mehr Baustellenfahrzeuge gesehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass hier gerade so viel bauen, man weiß es nicht. Vielleicht ist der Weg sonst besser, weil ab einer bestimmten Stelle hier unten war es ja dann auch wieder geteert, haben wir gestern gesehen und dann war der Weg ja auch wieder viel besser. Aber naja, wir werden jetzt erstmal wieder Richtung Utiel, hat Nico ja gerade schon erzählt, fahren und dann wird der Weg hoffentlich wieder besser und nicht so schön schlammig, wie wir den gestern hatten. Schaut mal, wie schön das hier ist, als wenn nichts gewesen wäre gestern. So schön hier. Aber hier war komplett alles voll mit grauen Wolken. Überall. Und es haben Blitze gezuckt. Bis hinter die Berge. So. Ja. Naja. Jetzt haben wir es erstmal hinter uns. Noch 26 Kilometer bis nach Utiel. Und wir haben noch jeder 800 bis 900 Milliliter Wasser. Ja, das wird herausfordernd. Wenn wir jetzt unterwegs keine Quelle finden. Ja. Aber das schaffen wir, oder? Ja, werden wir schon irgendwie. Diesmal ist ja die Straße geteert. So, das war gerade gut, dass wir hier angehalten haben. Hier ist so eine kleine Hütte. Und da waren gerade 2 Leute, also ein Pärchen, mit einem Hund. Und hab gefragt, ob die Wasser haben. Und die so auf Englisch, also fließendes Wasser haben sie nicht, aber sie haben abgefülltes Wasser. Hier haben wir 3 Liter bekommen. Das ist aus einer Quelle, die 1 Kilometer weit in unsere Richtung ist. Und dann haben sie nochmal erklärt, wo ungefähr das ist. Und da fahren wir jetzt hin. Ja, haben uns trotzdem 3 Liter gegeben. Jetzt fahren wir dahin, füllen noch den Rest auf und dann geht's weiter nach Utiel. So, der Weg zur Quelle ist ganz schön lang. Wir sind hier gerade an einer Gabelung und wissen nicht genau, wo es jetzt zur Quelle geht. Ich schaue einmal, weil da vorne ist ein kleines Betonhäuschen oder so. Vielleicht ist es ja da. Ansonsten müssen wir den anderen Weg nehmen oder so. Wäre ja geil, wenn man irgendwie zur Quelle kommt. Dann kann man die Flaschen nochmal auffüllen. Also hier oben hat man ja wieder Empfang und ich habe einmal ganz kurz bei Google Maps angeguckt und mir auch die Bilder angeschaut, wo das sein soll. Und ich zeige euch mal, wo es wahrscheinlich ist. Und zwar vermutlich da vorne auf diesem kleinen Berg, weil da ist so eine ganz kleine Mini-Hütte auf dem Foto zu sehen und da ganz hinten könnte so eine Mini-Hütte sein. Und es soll auch hier unten irgendwo sein in der Ecke. Ich werde da gleich mal hingehen mit den Flaschen und mit allem, was wir sauber machen müssen und so. Und dann mal gucken, ob ich es finde. So, ich habe mich jetzt erstmal mit allem ausgerüstet, was wir jetzt abwaschen wollen oder was wir noch alles auffüllen müssen. Habe mir deswegen das jetzt alles hier in den kleinen Rucksack gepackt. Und jetzt gehe ich mal dahin und mal gucken, ob ich es finde. Also, ich habe jetzt hier oben einmal geschaut. Ich zeige euch das gleich einmal. Aber hier oben ist auch nichts. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Eine Fuente, die heißt zwar anders als die, die da eingezeichnet war vorne, ist ein paar Meter weiter hinten da bei dem Haus irgendwo. Ich gehe da gleich nochmal hin und gucke mal, ob ich es da finde. Ja, aber warum trägt man das hier ein, wenn hier gar nichts ist? Also ich bin jetzt einfach mal diesem Wasserlauf gefolgt und ich glaube, ich habe sie gefunden, die Quelle. Ist zwar sehr gefährlich hier hoch, ich glaube, ich hätte lieber andersrum gehen sollen, aber so findet man sie auf jeden Fall. Einfach dem Wasser folgen. Und hier seht ihr nochmal, dass ich nicht träume, sondern dass ich die Quelle endlich gefunden habe. Fließt hier und da hinten. Das wird die Quelle sein. Bin ich glücklich, dass ich die noch gefunden habe. Jetzt werde ich natürlich erstmal die Flaschen auffüllen.
schön kaltes Bergwasser. Richtig schön kalt. Und guckt mal, wie klar das ist. Und dafür werde ich jetzt erstmal den Topf nehmen, den hier runterhalten, ein bisschen Wasser reinfüllen, einmal ein bisschen schwenken, ausschütteln, dasselbe dann noch ein paar Mal machen und dann nochmal mit der Hand ein bisschen nachgehen. So, abgewaschen habe ich alles und auch die Flaschen einmal aufgefüllt. Jetzt werde ich hier, weil guckt mal, wie schön tief das hier ist, werde ich nochmal meine Schuhe ausziehen, meine Socken ausziehen, meine Beine einmal da kurz reinhalten und danach nochmal mein Gesicht waschen und danach gehe ich wieder zu Nico, damit wir die Sachen auch festmachen können und damit wir weiterkommen. So, ich halte jetzt hier nochmal kurz meine Beine rein. Das Wasser ist echt eiskalt, also kann da auch nicht lange drin bleiben. Aber dient ja auch noch einmal kurz zur Auffrischung. Das tat gut. Ist zwar richtig kalt, aber tut echt gut bei dem Wetter.